42, die Antwort auf alle Fragen. Daher hier auch das zunächst letzte Update der Software GUI, die Version 3.42. Damit sind wir zunächst mal komplett. Was haben wir gemacht? Wir haben einige Abläufe vereinfacht, wir haben einige Dinge optimiert im Hintergrund und wir haben eine entscheidende neue Funktion dazu genommen. Die Software ist jetzt in der Lage, die Kanalfilter automatisch einzustellen und die Flanken zu modellieren. Wenn ihr mehr erfahren wollt, folgt mir. Mein Name ist Frank Miketta, CTO Elektronik und DSP bei Gladen und Mosconi. Okay, starten wir direkt. Eine Vereinfachung und ein neues Feature gehen Hand in Hand. Ich habe hier wieder meine One 18 DSP, daran hängt ein aktives Frontsystem, Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner, wie in den vergangenen Folgen, nichts verändert. Ich messe mit Rode USB AI Micro USB Soundkarte und unserem Bani Messkopf, unserem binauralen Messsystem. Zunächst mal alles wie gehabt, Input USB Soundkarte und dann kann ich so direkt, die Endstufe ist voreingestellt, ein paar Filter, Hochpass, Bandpass, Tiefpass ist alles schon mal soweit passend. Dann kann ich eine flotte RTA-Messung machen. So, die ist gelaufen. Der Frequenzgang sieht schon gar nicht mal so übel aus. Eine neue Vereinfachung für euch. Es gibt jetzt hier auf der rechten Seite den Button Adjust Reference Curve. Damit wird die Zielkurve automatisch in der Höhe, im Gain so verschoben, dass sie ziemlich genau durch den gemessenen Schrieb liegt. Man muss also nicht mehr mit den Tasten rauf oder runter oder den Gain der Zielkurve eingeben. Das ist ein einfacher Klick auf Adjust Reference Curve. Dann liegt die Referenzkurve da, wo ich sie haben möchte. So, Filterflankenmodulation. Was ich elektrisch einstelle an Frequenzweichen, ist ja nur ein Teil. Wirklich interessant ist die akustische Phase, die akustische Flanke, was hinten rauskommt, was wirklich am Ohr ankommt. Und dafür werden die Ausgangsfilter genutzt. Das mache ich jetzt mal am Beispiel nur den Hochtöner. Ich mache eine Messung. So, der Hochtöner ist elektrisch getrennt und das ist meine Zielkurve, wo ich hin möchte. 24 dB Linkris-Riley bei 3150 Hertz. Schaue ich mir diese 24 dB, ich kann ja meine Referenzkurve entsprechend filtern, schaue ich mir die an, dann sehe ich aber doch, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem eingestellten Filter, was akustisch hinten rauskommt, und dem theoretischen Filter, was elektrisch eingestellt ist. Okay, das mache ich hier mal wieder aus. Damit meine Lautsprecher sich so summieren, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es wichtig, diese Flanken in die richtige Form zu bringen, den Pegel anzupassen, dass die Flanke meinem eingestellten Filter entspricht. Das können wir jetzt ziemlich einfach bewerkstelligen. Und zwar gehe ich raus aus dem Messmenü. Also diese eine Messung ist Grundlage dafür. Ich messe den Lautsprecher, den ich einstellen möchte, separat. Dann gehe ich in die Filter des Lautsprechers und habe jetzt hier unten neu den Button Auto Adjust. Funktion ist identisch wie beim Auto Equalizer. Das System wählt automatisch anhand der Trennfrequenz die richtige Einsatzbandbreite. Es kann automatisch anhand der eingestellten Frequenzweichen die Zielkurve modellieren,
und es kann automatisch Kanäle muten, die nicht zu diesem Filterband gehören. Das heißt, unterm Strich einmal Start drücken und los geht's, und die GUI moduliert mir diesen Hochtöner exakt auf 24 dB Link with Riley. Eine kurze Demonstration. Das ist wieder der theoretische Teil. Und die Feinjustage per Messung. Okay, jetzt fuhr hier gerade draußen ein LKW vorbei, deswegen war die dritte, vierte Messung ein wenig daneben. Trotzdem das Ergebnis, die Messung, jetzt entspricht der Frequenzgang und die modulierte Flanke exakt dem elektrischen Filter meiner Zielvorgabe. Ich demonstriere das nochmal mit dem Subwoofer, denn der ist hier in meinem Fall ziemlich ungünstig, ein fehlabgestimmter Bassreflexwoofer unter meinem Schreibtisch, eine einzelne Messung. So, da ist der Frequenzgang meines Subwoofers. Ich nehme mal die Filter der Referenzkurve wieder raus. Da sehe ich schon, der ist hier ziemlich fehlabgestimmt und durch die Raumakustik hier, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Ich habe diese eine Messung gemacht, gehe raus, gehe auf die Filter des Subwoofers, gehe auf Auto Adjust und drücke nur Start und lasse das System automatisch den Frequenzgang und die Flanke des Subwoofers modellieren. Eine initiale Messung. Theoretische Einstellung. Feinjustage mit Messung. Okay, auch hier fertig. Also angesichts dieser kompletten Fehlabstimmung mit den beiden Peaks sehe ich schon, das System funktioniert sehr, sehr, sehr gut und passt mir jeden einzelnen Lautsprecher an die Zielvorgabe an. So, ich sehe die eingestellten Filter. Es ist der Subwoofer, die Flankenmodulation. Hier die eingestellten Filter. Ich sehe, er spielt auch mit Frequenzen und Filtergüten, um wirklich das so präzise hinzubekommen. So, dann kommen wir zu einer entscheidenden Erleichterung. Und zwar, jetzt habe ich meine Flanken moduliert. Ich messe mal wieder das ganze System komplett. So, das ist mein letzter Frequenzgang.
die Referenzkurve, ups, setze ich wieder auf komplett, auf vollwertig, kann mir die jetzt nochmal nachjustieren in der Höhe. Alles wunderbar gelaufen. An diesem Punkt waren wir ja schon öfter. Was jetzt nochmal einfacher geworden ist, automatisches Equalizing seitengetrennt. Dann gehe ich wieder auf meinen Equalizer, gehe auf Auto Adjust und hier ist auch dazu gekommen Mute Other Channels. Das heißt, möchte ich nur die linke Seite equalisen und sage, ich habe einen schmalen, einen kleinen Subwoofer. In dem Moment, wo ich das System jetzt starte, in dem Moment, wo ich das System jetzt starte, mutet er mir automatisch alle Kanäle, die nicht zu diesem Equalizer gehören. Kurze Demonstration. Initiale Messung. Und ich sehe bei dem Mute-Button nur die linke Seite. Nur die linke Seite ist aktiv. So, was noch dazu gekommen ist, ist ein bisschen Feintuning, Abstimmung aus der Praxis. Da wir ja nur eine Seite eingestellt haben, muss die finale Messung leicht unterhalb der Zielkurve sein, denn in der Summe soll es ja auf die Zielkurve laufen. Das haben wir jetzt ein bisschen optimiert, damit das besser getroffen wird. So, jetzt gehe ich nochmal den ganzen Vorgang. Was ich jetzt auch sehe, auch das ist neu, die letzten Einstellungen, Woofergröße und so weiter sind erhalten geblieben. Das heißt, ich brauche nur noch einmal hier oben anwählen. Jetzt möchte ich die rechte Seite korrigieren und kann direkt mit Start weitermachen. Alles andere macht das System automatisch. So, initiale Messung. Theoretischer Angleich. Okay, beide Seiten einzeln gemessen, beide Messkurven sind jetzt leicht unterhalb der Zielkurve angekommen. Und in der Praxis hat sich bewährt, ich mache die Equalizer seitengetrennt, erst linke Seite, dann rechte Seite und gehe am Ende in der Summe beide Seiten nochmal drüber. Dann bleibt die Korrektur der individuellen Fehler rechts und links erhalten. Aber der Gesamtfrequenzgang wird nochmal angeglichen und das passiert auch nur noch mit der Feineinstellung. Das heißt, leichte Nuancen werden nochmal angepasst. Das mache ich jetzt auch, dann könnt ihr nochmal sehen, wie präzise jetzt die beiden Lautsprecherseiten, links und rechts, in Summe zusammen auf meiner Zielkurve spielen. Initiale Messung, Frontsystem ist komplett aktiv.
Das war die Interferenzmessung. Wichtig, wenn beide Seiten spielen. Oben raus sind eigentlich kaum noch Korrekturen nötig. So, ihr habt es gesehen, oben raus waren eigentlich kaum noch Korrekturen nötig. Da spielt die Raumakustik, wenn mit den Interferenzen dieser beiden Lautsprecherseiten keine große Rolle mehr. Untenrum hat er schon noch ein bisschen nachgestellt. Entschuldigung. Aber wie gesagt, das, was er nachgestellt hat, hat er auf beiden Seiten identisch gemacht, um in der Summe den Zielfrequenzgang zu erreichen. Und ich sehe jetzt hier auch in der finalen Messung, das ist also sehr, sehr nah an meiner Vorgabe. So, das waren eigentlich die entscheidenden Neuerungen bzw. Verbesserungen. Zum einen, Zielkurve kann automatisch auf den richtigen Gain angepasst werden. Automatische Flankenkorrektur, dass die Lautsprecher im akustischen Verlauf tatsächlich den eingestellten Filtern entsprechen. Vereinfachung, automatische Filterung der Zielkurve, automatisches Muten von Lautsprechern, die gerade nicht gemessen werden. Das musste man bis zur 340 immer noch manuell machen, das übernimmt jetzt das System automatisch. Wie gesagt, 42 soll die Antwort auf alle Fragen sein. Einen kleinen Punkt habe ich noch, und zwar wurden wir öfter darauf angesprochen, ob es nicht möglich ist, Mikrofonkorrekturdateien anderer Hersteller zu importieren. Viele User möchten das System zunächst mal mit vorhandenem Equipment ausprobieren. Dem spricht jetzt nichts mehr entgegen. Neu haben wir hier oben neben der Kalibrierung, im Moment ist die Master MCL von meinem Barney Messsystem drin. Da haben wir jetzt den Load-Button, womit Kalibrierungen reingeladen werden können. Und das System unterstützt fast jede Art von TXT, MIC, CAL oder COR Dateiformaten für individuelle Mikrofonkorrekturdateien diverser Hersteller. Hier sieht man schon einiges dabei: Omnis Audio, Dayton Audio, wie sie alle heißen. Ich nehme eine beliebige Korrekturdatei raus. Die ist jetzt importiert, ist konvertiert auf das Format, was unsere GUI versteht, ist an einen Platz gespeichert, wo unsere GUI die wiederfindet, und beim nächsten Start der GUI ist diese Korrekturdatei auch automatisch wieder reingeladen. Gut, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Wir hatten einen kleinen Facebook-Aufruf, um verschiedene Korrekturdateien oder möglichst viele verschiedene Korrekturdateien verschiedener Mikrofonhersteller zu bekommen und den Import zu unterstützen. Das hat wunderbar geklappt. Innerhalb von 2 Stunden hatte ich 100 verschiedene Formate und konnte die Importroutine in allen Lebenslagen testen. Ja, das läuft jetzt. Import, eigene Mikrofonkorrekturdatei, kein Problem mehr. Damit könnt ihr das komplette Messsystem zumindest ansatzweise testen. Das Ergebnis wird final nicht dem entsprechen, was unser Barney Messkopf macht. Der ist ein bisschen aufwendiger kalibriert.
Da stecken durch die Stereophonie und die Auswertung der binauralen Hörgeschichte noch ein paar andere Algorithmen hinter. Aber um zu testen, um Frequenzgang gerade zu biegen, um Zeiten zu messen, um die Phasen einzumessen, automatischen Equalizer einstellen lassen, das geht jetzt mit nahezu jedem beliebigen Mikrofon. Soweit für heute. GUI 3.42, die Antwort auf alle Fragen. Wir bereiten den Upload vor und werden sie veröffentlichen am Freitag, den 28.04. über www.gladen.com runterzuladen. Firmware, Prozessflow-Updates sind keine dabei, es ist alleine die GUI mit ein bisschen erweiterten Funktionen. Lohnt sich reinzugucken. Okay, jetzt stehen erstmal andere Projekte an. Ich verabschiede mich mittelfristig. Wir sehen uns mit Sicherheit hier irgendwann wieder, wenn ich dem Messsystem, dem Barney, ein bisschen künstliche Intelligenz und Mitdenken beigebracht habe. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.